Genets Journal 1. Eine neue Bekanntschaft. Drei Tage sitze ich nun schon unter dieser Brücke und weiß nicht, was mich hier hält, noch wohin ich gehen sollte. Jeden Tag kommen neue Menschen hier an, und vor allem nachts geschieht es, dass andere verschwinden. Ich konnte kaum schlafen. Zunächst. Es war kurz vor Sonnenaufgang, da hörte ich ein Geraschel und Bewegung ins Lager kommen. Viele der noch jüngeren Männer, die meisten kaum älter als ich selbst, standen auf von ihren Schlafstätten, wuschen sich hastig am Fluss, leise und beschämt tuschelnd, und reihten sich sodann auf in der Nähe der Parkplätze und Auffahrten an der Seite der Brücke. Ich fragte mich kurz, ob ich ihnen folgen sollte, entschied mich dann aber, sie lieber von der Ferne aus zu beobachten. Bald kamen die ersten Wägen. Fettwänste mit blassen und fleckigen Gesichtern stiegen aus. Aufgedunsene Körper, manche in feiner Kleidung. Und ich hörte, wie sie zu feilschen begannen. Nicht lange, da verschwanden sie mit einigen meiner Genossen hinter Mäuerchen oder fuhren sie um die nächste Ecke in den schützenden Schatten einer Seitengasse. Man hörte sie grunzen und keuchen, fluchen und winseln. Ich erinnere mich noch genau an den beißenden Geruch von Schweiß und schlechtem Odeur, den sie bei ihrer Ankunft verströmten. Den meisten um mich herum schien dieses Geschehen nicht fremd zu sein. Die meisten schliefen einfach weiter oder taten, als bekämen sie nicht mit, was mit den Genossen geschah. Mir lief derweil ein Schauer über den Rücken und ich betete, dass man nicht auf mich aufmerksam würde, solange ich mich nur tief genug unter meiner Decke verkroch. Die Decke war dreckig und stank. Ich nahm an, dass sie schon jemanden vor mir als Leichentuch gedient hatte. Ich hatte sie geschenkt bekommen und war froh um sie. Bewahrte sie mich doch zumindest zum Teil vor den Frostbeulen, die ich an einigen anderen gesehen hatte. Spätestens zum Aufgang der Sonne waren die Geräusche verebbt, der Geruch verflogen und manche der Genossen legten sich zitternd in ihre Lager. Andere kamen im Laufe des Morgens auf wackeligen Beinen zurück und litten eindeutig Schmerzen. Und einige wenige sah ich auch später nicht wieder. In der zweiten Nacht schlief ich gut. Am Nachmittag hatte ich mit Mitstreiterinnen zusammen die umliegenden Mülltonnen besucht. Wir suchten nach Essen und hielten Ausschau, ob uns niemand beobachtete. Es waren schwere Strafen auf diesen Diebstahl angesetzt. Des Abends wurde unsere Beute verkocht an einem großen Kessel, den wir gemeinsam benutzten. Zwar schmeckte es ein wenig fad und nach dem Schmutz des Flusswassers, doch hatte ich seit Tagen nichts Richtiges mehr zwischen die Zähne bekommen und nahm die Schüssel, die mir gereicht wurde, dankbar entgegen. Danach spielten wir Karten. Als Einsatz gab es Zigaretten zu gewinnen, doch spielte es im Grunde keine Rolle, da diese von denjenigen, die sie gewannen, ohnehin mit allen geteilt wurden. Ich kam mit einem meiner Lagernachbarn ins Gespräch und er erzählte mir seine Geschichte. You see, my friend, back on the island I was working in the mines. They send you down into the mines when you're still a child, you know. They are foreign soldiers. Mad faces they have, and they frightened me very much when they took me away from my family, away from the village I've lived until then. See, they have sent me into a big city and I was owned by a man who said that if I was good and was working hard, I would be able one day to buy my own freedom. So I was sent down into the shafts with many others and was digging for the precious stones and rare earths. That was how they called it. I worked there for many years, and sometimes I could not remember how the sun really looked like. The water they gave us was bad and we did not get much food. Er zündete sich eine neue Zigarette an, die er mir reichte, und noch eine für sich selbst. When I grew older, you see, they realized that I was becoming stronger, and so they've sent me down to the docks where I had to prepare the stones for the ships. I was happier then, because there was more sun I could drink and more clouds I could talk to, you know, because we're not allowed to talk to each other.
And sometimes one of the others would steal some food from them so we could feast and strengthen, and maybe, when the soldiers were lazy and not looking, we could also sing sometimes, and in our singing conspire for other roads we could take in the future. Then there were the big protests, and after that the revolts, and they shut down many of us. And some others just dangled from the gallows and you could watch the vultures picking from their guts. I was very afraid, and one night I decided to leave and hid in one of the boxes on the ship. Somebody sold this little space to me as a hideout, took all my money and said that I could work again just when we would reach the next harbor. Ich sah einige Falten um seine Augen, die sein Lächeln andeuteten und einen seltsamen Kontrapunkt boten zu dem, wovon er sprach. When I entered this city, I once again was sold to another man, who gave me this and told me to push it on the streets. Er zog ein kleines Päckchen voll Opium hervor und reichte es mir. At first I was happy, because he said I could keep a bit of the money I made to buy food, and maybe a shelter. But I soon realized that it was death I was selling and that I fled from the killings back home to become an angel of execution here, in this other land I did not know at all. This is why I fled again from this man, to wander through these streets by myself and see if there was not another part of the city from where I could see the clouds again, to ask them for advice. But I could not find any clouds, only them same exact stones and earths I had mined for as a child, built into the houses of the city that seemed to be, after all, the same city I've lived in for many years before. Mit einem Mal regte sich etwas in seinem Gesicht. Seine Augen begannen zu funkeln und begegneten meinen zum ersten Mal, seitdem er seine Erzählung begonnen hatte. I once met someone, you know, on a market, I think, but I'm not sure. Maybe it was something I read about instead. I cannot remember. But these lines stick with me ever since, and I sometimes repeat them for myself in the mists of my dreams. The dark submission, it says, was the shadow of love. If only someone somewhere loved them enough to caress them this way in the light with joy. But then they could no longer be passive. I cannot remember the middle part of it, but it goes on. And the encounter took place at last between two dreamers, neither of whom could wake the other, except for the bitterness and briefest of seconds. Then sleep descended again, the search continued, chaos came again. And is it not strange, my friend, that I can remember these lines, but not who said them to me? This sometimes frightens me more than the mere thirst or hunger or the somnambulistic poverty of these streets and bridges, that I do not know who said this to me. Eine lange Zeit schwiegen wir. Nur der bläuliche Rauch kräuselte sich in der Luft neben uns und man hörte das dickflüssige Plätschern des Flusses, das Flüstern der Menschen um uns her, ab und an Züge oder Wägen über die Brücke peitschen, die uns Zuflucht bot. Die Mussorgsky-Brücke, ohne ausgestellte Bilder, nur voller ausgestellter Körper und dem leisen Summen, das sie von sich gaben. Erst jetzt fiel mir auf, dass mein Genosse nur einen leichten Sommeranzug trug, nicht warm genug für den Winter der Stadt, doch schien er nicht zu frieren. Do you know a particular feeling? Fuhr er nach einer Weile fort. When you're sitting in front of a tent in the middle of a little piece of the woods, your body is sweating and a little bit funky from the last days of wandering, and you listen to a song that you've not heard for a long time that meant a great deal for you back then. But you feel it in an instant. It is familiar and intimate. You're sitting in front of this tent and you're washing your pierced feet. There are people in the tent next to you. You do not really know them because you just met, but you seem to know them at the same time very well. In your tent lies your best friend, who is the
engine of this great narrative of your life, but you cannot sleep. Your thoughts are spinning in this endless monologue which prevents you from entering the sweet realm of pictures and melodies that do not want to signify anything anymore. And something led you here, to find something within these restless intestines of this machinery you're surrounded by. You think that nothing can be found in this world that you have not already received. And then I think about other words that float somehow in the same realm as the ones I talked about before. No sense emerges of the combat between art and messy reality. And this sentence makes me restless. No sense emerges of the combat between art and messy reality. It sounds like a threat, or maybe a grim omen, but also redemption, resurrection. These sentences, you know. Ich sah, dass mehr für sich selbst lange über das nachzudenken schien, was nun sagen wollte. It is like if these sentences would vomit sense. A sense that only has the purpose to withstand reality, even though it cannot. And I indeed can only think in myths and science about their chains, language that is floating, irritated within this cosmos. No sense emerges, you see? And I ask myself, has all this chaos, all this life just happened to me? What to make of it? I am, in the end, a single word in a never-ending story, a silent sigh with a polyphonous world that concentrates the mass of scales and chords, cadences and chromatic runs of beats and phrasings in one single nexus maybe, a faceless soul-corroding cacophony, which on the other hand must hold in itself the chance of harmony. At least this is what my thoughts were telling me then. And this is maybe the strangest part of it all, that I do not even know if these are my own memories or someone else's. Ich hielt lauschend still, den Worten, die vielleicht lange Zeit an keinen anderen Menschen als sich selbst gerichtet hatte. Unsere Augen wanderten über das Lager. Kurz trafen sich unsere Blicke, und wenn nicht die ganze Hand, so verhackten sich doch unsere kleinen Finger eine Weile ineinander, und er sagte: Still, I see that I have lived in the midst of what they call love. It mugged me on the streets, you know. A love that in the end is still incomprehensible. The word love involves no answer. Its nucleus is somewhere else, above or behind the word itself maybe. And maybe this is just another one of those empty sentences I fear, but... Es war nach dem, was in der dritten Nacht geschah, dass ich entschied, die Brücke verlassen zu müssen.